I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame, that's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache, that's why I fear my heart won't take. How far will I fall? How far will I fall? If I should fall, how can I trust again? Oh, how far will I fall? I will find love again. Oh, how far will I Der Abend steckte bisher voller Aufforderungen zu gehen und man könnte sagen, das waren Warnungen. Vor Ort konnten wir aber nur ein merkwürdiges Bauchgefühl feststellen. Ich denke, im Nachhinein hätte ich nur besser drauf gehört. Ja. Wir teilten das Team dann wieder auf. Du und die Corinna, ihr seid mit der Nekrophonik im unteren Bereich des Hauses geblieben und der Jürgen und ich sind mit der Spiritbox im oberen Bereich unterwegs gewesen. Hätten wir nur vorher gewusst, was kommen wird. So, ein paar Meldungen sind noch gekommen in der Pause. War eine spannende Pause. Da geht die Poltertür los im ersten Stock los. Ja, und es war nicht erklärbar. Ich bin gespannt auf die Auswertung, ob da was auf der Kamera ist. Wir sind oben gewesen, es ist weitergelaufen. Der Alex war oben, hat mitgefilmt. Sie ist immer noch weitergelaufen, wir haben noch kurz gewartet, dann habe ich es aus- und eingeschalten, dann war sie aus. Okay. Dann haben wir ein paar Fragen gestellt. Okay, da waren noch ein paar Meldungen. Gesündigt, frage mich, ihre Aura war böse. Ihr Tod kämpfen, Blindheit kriechen, jung, Monate, Frauen dort links. Erde, meine Schwester hoch, liebt ihn abgefeuert. Abgefeuert. Ja, Machen wir noch eine Runde. Du gehst mit der Spiritbox. Spiritbox, also ihr zwei geht mit der Spiritbox und schaut hier rauf, Dachboden, erster Stock, ja, von oben nach unten und wir, also die Corinna und ich gehen im Keller noch mit der Nekrophonik. Ja, okay. Die habe ich heute noch nicht gehabt. Teilen wir uns noch einmal auf.
Kamera nehme ich auch wieder mit. Ja, die Full Spectrum. Schon langsam wird es viel zu tragen, oder? Ja, wir haben ein paar Geräte. Die App ist übrigens zur gleichen Zeit abgestürzt, Ja, wie die Necrophonik losgegangen ist, die Poltertune losgegangen ist. ja. Aha, okay. Habe ich vorher auch Necrophonik gesagt? Na, Das ist in der Pause, okay. Ja, ich könnte es schon losschauen. Sagen wir eine Viertelstunde. ja, passt schon, ich muss noch oben wieder den Dachstuhl aufmachen. Also, Habe ich es extra Achso, wir haben zugemacht. einen Zug gemacht. Ja, jetzt macht er nichts, aber. Ich dachte, kann man schon zumachen. Ha, ha, ha. Jetzt hat es ihm geschmeckt, das Nachricht. Das habe ich jetzt gesehen. Das Nachricht. Ist schon gut. ja, immer Lage. Lage, Lacke. Das ist immer so herrlich und deswegen esse ich jetzt einen schönen Keks. Ja? Ich wollte ihn eigentlich mit euch teilen, aber Ein Beruhigungskeks. Entschuldigung. Hast du das Wurstsemmel schon gegessen? Ja. Ja? Schluck runter. Nein, das geht nicht, die sind steinhart. Ich weiß, weil es so kalt ist. Es ist so kalt, die sind steinhart. Aber gut. Die hellen waren super. Aber die dunklen, die schmecken genauso, wie es ausschaut. Farblich. Ja, sind. Also, ich meine, schaut aus wie ein Hundswürstel, ne? Wie ein Gaggi-Haufen. Ja. Aber wir schmecken es. Schau mal im Keller. Das ist nämlich im Keller, oder? Was? Ich muss wieder aufziehen. Bei dieser Kälte, ich bin schon, wenn der Sommer kommt, dass ich das Aufziehen aufwärts. Ja. Bitte unten. Ja, im Keller, da hat es geheißen, irgendwas war beim Schädel. Ja, Bei und dem da- Tierschädel in der Wand. Ja, irgendwas war da. Ja, schauen wir mal rauf. Schauen wir mal rauf. Vom Erdgeschoss in den ersten Stock. Jetzt habe ich im Augenwinkel mir gedacht, da steht einer. Wo? Dabei ist es diese Skulptur ganz unten Achso. im Winkel. Ich glaube, da ist jetzt wieder die. Die Poltertune, ja. Genau. Stimmt. Aber die geht nicht an jetzt. Nein. Sehr gut. So, Auf ein neues. auf ein neues, genau. Wir haben schon eine Übung. Oh, oh. Hoppala. Ja, das macht nichts. Wir werden es nachher wieder festmachen müssen. So. So. Lass gleich hier gegenüberstehen. Gute Idee. Und die Klipsel müssen wir dann draufgeben wieder. Es hängt nur noch an einem. Ja, ja. Aber das ist das stärkste von allen. Magst du wieder vorgehen? Oh ja. Bitte. Danke. Okay, die Spiegel. Wow. Das war jetzt wie Hilfe, oder? Ich habe gedacht, die spiegelt.
Und dann war das aber kein Spiegel, sonst die Fensterscheibe war das. Okay. Und dann ist ja, aber die Poltration hat ein rotes Licht. Ja, aber das sehe ich von dem Raum aus nicht. Wenn sich über beim Stiegenhaus spiegelt, im den großen Fenster. Nein, das war ein anderes Fenster. Schau mal, schau. Was ist das? Aussalzungen. Ah ja, das glitzert. Ja, da glauben viele, es ist Schimmel, aber es ist vom Baumaterial Aussalzung von den Mineralstoffen. Das heißt, es ist sehr feucht. Das sind noch die alten Mauern vom Haus. Ja, die ersten Mauern. Schau mal. Was ist das? Das schaut arg aus. Wie altes Blut, was schwarz worden ist dann. Da ist irgendwo der Tierschädel, oder? Ja, da links. Halt da mal drauf. Da oben so. Und das war damals so? Bei der Portalsitzung, glaube ich, war es, da hat er gesagt, er ist dort begraben oder so. Ist jemand hier bei uns? Wir waren ja bereits zweimal hier. Das ist jetzt das dritte Mal und wahrscheinlich das letzte Mal. Diesmal ist die Feli mit dabei, die jetzt gerade Fotos macht. Wir haben immer wieder Kinder vernommen. Ihr könnt euch liebend gern zeigen oder bemerkbar machen, pumpern, auftreten. Ihr könnt auch das Gerät in meiner Hand berühren, dann leuchten die Lämpchen auf. Und teilweise schlägt sie wirklich extrem aus Ja. heute. Also überhaupt, ich glaube, noch nie so Teilweise extrem ganz gesehen. bis Ja. Und die Geräte manchmal. sind alle abgedreht. Also Ja. wir haben ja auch eine Sendung gemacht, wo wir gesehen haben, wie das elektromagnetische Feld sich ausbreitet und immer schwächer wird. Und eigentlich auf so einer Distanz ist es so gut wie weg. Ja. Sehr eigenartig. Möchte uns jemand etwas mitteilen, dann macht er das. Dann kann er das jetzt bitte machen. Wir waren auch schon hier und da waren zwei Entitäten. Zwei Kinder vielleicht. Könnt ihr etwas sagen? Was ist euch passiert? Wieso könnt ihr hier nicht weg? Oder wollt ihr nicht weg? Da riecht's. Ich rieche gerade gar nichts. Es ist zu kalt, ich kann nichts riechen gerade. Ich fühle mich total verfolgt. Ich muss sagen, verfolgt fühle ich mich in dem Haus immer. Egal wo. Ich jetzt das erste Mal so richtig. Ja. Nein, das habe ich vorhin, wie Feli und ich durchgegangen sind zum Fotos machen, habe ich ihr das gesagt. Permanent verfolgt waren. Da drinnen riecht es jetzt. Nach Brand, verbrannt, Ja. Wer ist hier bei uns? ganz stark. Nicht Schwefel, sondern wirklich verbrannt. Hast du das Klimpern jetzt gehört? Na.
Ja, Kinder, habt ihr oben vorher die Spieluhr eingeschalten? Was war das? Hast du jetzt so gescheppert? Nein, Das war's nicht du? nein, ich war das nicht. Das hat hinter dir gescheppert, oder nicht? Warte, ich schau raus. Ja? Ich schau raus. Das war doch bei dir. Nein, Ich hab's bei dir gehört. bei mir. Ja, das hat neben dir gescheppert oder hinter dir. Ich schreck mich nicht Ja, so. auf die andere Seite. Ja, schade. Was? Was ist das? Alter, ich wär grad narrisch. Komm mal darüber. Kriegst du das nicht mit? Nein? War das so ein Glasscheppern? Glaubst du, war das so ein Glasscheppern? Nein, das war kein Glasscheppern, das war Holz. Kannst du das Geräusch bitte nochmal machen? Mach dieses Geräusch bitte noch einmal. Das Problem ist, Bitte? ich höre es nicht gescheit mit den Kopfhörern. Hinter uns. Ist ja jemand erschossen worden? Das habt ihr uns letztens erzählt. Beim ersten Mal war es in dem Bereich. Da, sind wo die- ich mich beobachtet gefühlt habe vorher. Ja, genau, Wo ja. noch Fotos sind. Da haben wir 2 Entitäten gehabt und die sind uns ein bisschen gefolgt. Gut, man sieht es am Monitor dann besser. Ist noch jemand da? Der Boden sieht man auch, gell, es ist, aber es ist schwierig. Er schwingt sehr schnell, da musst du wirklich stehen bleiben und dann musst du abwarten. Erst dann merkst du, ob das von dir ist. Aber man merkt so einen Temperaturunterschied wieder. Es ist da viel wärmer. Ja, ja, stimmt. Viel wärmer als im ersten Stock. Gell? Ja. Und auch ganz unten. Gell? Ganz unten ist auch ordentlich kalt. Gibt es einen Grund, warum ihr noch hier seid? Wir sind ja zum Teil, haben wir dann Namen gehört von Kindern jetzt, Ja. von Kindern, die auch schon in Südtirol gestorben oder gelebt haben, wie es noch die Familie in Südtirol war. Da haben wir den Eindruck gehabt, dass die mitgewandert sind. Also mit der Familie sind sie mit draufgezogen bis jetzt da hierher, zu diesem letzten großen Hauptwohnsitz, den diese Familie da überhaupt hat, weil die ist jetzt da gerade am Aussterben. Die letzte Generation ist jetzt momentan hier und na, wir werden mal sehen, wie es da weitergeht. Naja, schauen wir vielleicht noch nach hinten. Hast du das gehört? Da war doch ich. Wie ist denn dein Name? Das war so ein gestöhntes Peter.
Warum haben sie dich erschossen? Wo befindet sich das Jenseits? Kann man vom Jenseits wieder zurückkommen? Schon wieder, jetzt habe ich eine andere Ja. Richtung. Bei dir auch? Nein, aber jetzt habe ich es bei dir genau gesehen. So richtig so. Ja. Wupp. Das habe ich nie. Kann man vom Jenseits auch noch Kontakt in in unsere Welt, sollte ich sagen, real, so ein Blödsinn, in diese Welt hier halten? Eine für Spielen Traum. Möchtet ihr uns noch etwas sagen? Etwas, das wir vielleicht auch eurer Familie mitteilen können? Ja. Schauen wir rüber. Da schauen wir jetzt nicht rein, aber da gibt es auch so Balken und Wechseln Sie die Batterien. aha, Funktioniert nicht mehr. es geht auf allen Geräten momentan der Strom aus. Dabei sind ja auch, das waren Ja. neue Batterien, hat der Alex gesagt. Ja, Alex tauscht immer von allen die Batterien aus. Und dazu die Ausschläge von dem K2, also das ist eigenartig. Also ich bin froh, dass das jetzt noch funktioniert, die Spirit Box. Ja. Ja. Nehmt ihr, ich meine, ihr könnt die Energie nehmen von unseren Geräten, das ist schon okay. Dazu haben wir es ja auch teilweise, aber bitte zeigt euch oder teilt euch mit. Ihr könnt auch Geräusche machen, klopfen, trampeln, laufen, je nachdem. Ja, oder über diese Geräte euch mitteilen. Ich glaube, da ist es. Da vorne ist jetzt wieder die Stufe. Ja. Genau. Und da geht auch runter. Viele Leute sehen vor dem Tod ihre Verwandten, die sie abholen kommen. Woher kommen die? Oder willst du die vielleicht da ein bisschen hinsetzen? Ich möchte ehrlich gesagt raus. Okay. Ich habe Kreuzschmerzen, also es hätte mir wie ein Rücken geschossen. Ja. Hat dir jemand in den Rücken geschossen?
Du. Warum ist da die Tür zu... Ah nein, ich hab mich getäuscht. Geht's? Ja, ich hab gerade. Wo? Es ist über den ganzen Rücken. Es ist, als würden alle Muskeln. Hä? Rauf, Pause. Warte mal, ich kann sowieso nicht drauf gehen. So. Es ist von da Ja. bis rauf, als wie ein Prellungsschmerz, als hätte ich einen Unfall gehabt. Und die Luft weg. Kann ich dir helfen, Alex? Das ist nicht da, wo die Kinder eingesperrt waren. Genau, ja, selber der. Genau, das ist dieser Raum, der hat ursprünglich keine Tür gehabt und der hat jetzt eine Tür. Da hat uns die Besitzerin erzählt, das haben wir auch in der ersten Folge, die wir in der Kühnburg gedreht haben, auch einmal erklärt, dass es früher üblich war, wenn man behinderte Kinder in der Familie gehabt hat, dass wenn Besuch gekommen ist, damit die nicht stören, sind sie hier eingesperrt worden. Hinter einem Gitter. Aber das war halt eine andere Zeit, das kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen. Trotzdem traurig. Natürlich, ja. Wenn jemand hier ist und sich uns mitteilen möchte, könnt ihr das über die Spirit Box, über das Gerät in meiner Hand machen. Teilt euch ruhig mit. Das ist der große Tisch, den ich am Anfang vermisst habe, weil er vom falschen Ende war. Und hier haben wir auch das Trampeln oben gehört. Ihr könnt uns rein sagen in dieses Gerät, wer aller hier ist, wie viele seid ihr, wann habt ihr gelebt? Wir können Welches unsere Jahr? Namen sagen. Ja. Hast du jetzt auch noch nie gehabt? Geht's? Ja. Alex! Film das jetzt nicht, das muss nicht gefilmt werden. Ich halte die Kamera weg, weil das ist jetzt nichts, was man filmt. Lass es, ist wurscht. Es ist jetzt noch mehr Schmerzen im Rücken, noch voll Teufel mich regt. Alter, schön, Christa. Alles an Schmerzen. Und hier einen Sessel. Na, warte, es ist in den Schultern, Ja. es strahlt bis in die Arme aus. Und vorne im Hals ist. Scheibenkleister. Soll ich die anderen rufen? Hä? Soll ich die anderen rufen? Da raus in den Leuchtstern hilft das sowieso keiner. Was soll ich machen? Jetzt steht auch kurz. So.
überall, diese speziellen Lampen. Ja. Du riechst jetzt komisch. Es ist feucht, oder? So. Ah. Du warst jetzt auch die ganze Zeit weiß. Also, Bitte? du warst die ganze Zeit bleich im Gesicht. Du kriegst langsam wieder Farbe. Wird schon wieder gerade. Ich hab gerade gar nicht aufgepasst, was ich filme. Kreuzschmerzen weg. Das Ziehen ist noch, es zieht. Entschuldigung, Manuel. Wir gehen jetzt rauf. Komm. Hä? Wir gehen jetzt rauf und du machst Pause. Ja. Komm. Alex. Hm? Wir gehen jetzt rauf. Ja. Du machst Pause. Komm. Komm. Hm? Wir gehen jetzt rauf und machen Pause. Okay. Ja, ich hab die. Mir ist eh nicht so gut. Ja, Alter. Ich hab die. Ein bisschen komisch. Ja, ich merk's, dass dir jetzt komisch ist. Siehst du genug? Siehst du die Stufen? Ja. Alter. Du setzt dich da jetzt hin, da oben, und ich hol die anderen. Geht's? Ich hab die. Achtung, da ist noch eine Stufe. Jürgen, Feli, kommt bitte. Dankeschön. Passt denn? Ja, genau. Hat die Corinna wieder gerufen? Ja, passt. Ich glaube, das passt schon. Ja. So, passt. Ich sehe nichts. Warte. Das ist schrecklich. Ja. So. Du setzt dich hin und wir überlegen uns, ob wir jetzt die Rettung rufen. Setz dich, da ist der Sessel, setz dich hin. Ich mag auf meinen Hocker. Nein, du setzt dich da auf den Sessel. Gib jetzt keinen Hocker. Setz dich hin. Und du bleibst jetzt sitzen. So, und ich drehe jetzt einmal ab. Im Nachhinein gesehen eigentlich der Zeitpunkt zu überlegen, ob das ganze Projekt noch Sinn macht. Ich habe nur wenige Erinnerungen an den Vorfall selbst, auch aus der Sichtung des Materials. Ich habe mir das alles nicht erklären können. Jedenfalls war ich 2 Wochen schwerst beieinander, ja, und wollte mit dem ganzen Projekt gar nichts zu tun. Ich war so erschöpft, dass ich nicht mal mehr aufstehen wollte. Besuch beim Arzt inklusive Blutbild, wieder einmal, kam zu keinem Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ja, ich denke, dass sich da niemand wirklich oder mir auch niemand wirklich erklären kann, was da tatsächlich passiert ist. Ich jedenfalls habe keine Idee,
möchte aber gern in Zukunft solchen Sachen sehr gern aus dem Weg gehen. Ja, was ich absolut verstehen kann, weil dir ist wirklich schlecht gegangen zu dem Zeitpunkt. Also das war schon, Ich habe auch an die ganze Portalsitzung eigentlich überhaupt keine Erinnerung. ja, Ja. ja, das glaube ich, also die Corinna war richtig fertig. Ja. Ja. Also wir haben uns dann auch zunächst bei der Basis versammelt und versucht, dass wir das Ganze analysieren. Der Kameramann, der Alex, der hat geistesgegenwärtig die Kamera mitlaufen lassen. Und leider ist der Ton aber schlecht, es war ja nicht geplant, dass da gefilmt wird. Und die Hälfte der Mikros war zu dem Zeitpunkt eben auch offline, deswegen war auch die Qualität dann nicht so besonders zu dem Zeitpunkt. Was war jetzt? Okay. So geht's jetzt wieder besser. Magst du was trinken? Magst du was trinken? Erzähl. Ha? Was war bewusstlos? Wir waren gerade unten und wir wollten gerade raufgehen und auf einmal hat der Alex da hinten Schmerzen gekriegt und haben sie bis raufgezogen. Dann hat er fast gebrochen und hat sich so abgeschützt und ist dann unten gewesen. Da ist ihm besser gegangen, er hat wieder Farbe im Gesicht gekriegt. Und auf einmal war der Alex bewusst nicht mehr da. Der Alex hat die Augen offen gehabt, ich habe ihm angeredet, 4-mal oder 5-mal das Gleiche gesagt. Und er, mir geht's gut. Mir geht's gut. Und ich habe ihn dann geschnappt und habe ihn dann raufgetragen. Ich bin mit ihm so raufgegangen. Okay. Der Alex war nicht mehr da. Das war total, ich ziehe da voll, das war total eigenartig gerade. Ja. Und wie du gerufen hast, habe ich mir gedacht, das ist jetzt nichts Spezielles passiert. Ja. Deswegen haben wir oben noch die Dachbodentür zugemacht. Das war gerade total wild. Also wirklich. Naja, ich glaube, wir müssen. Es war echt. Schauen wir, dass wir. Du bist aber schon blass, finde ich. Eigentlich jetzt mal ganz gut. 23 Ja, das Uhr. hast du auch gesagt. Das habe ich die Firma, dann hast du das 4-mal wiederholt. Mir fehlt nur ein bisschen was. So, Feuer. Alex? Ja. Ich weiß nur, mir tut es jetzt mir hat's gekriegt, glaube ich. Gell? Ja, 2-mal. Das war, als hätten wir wer in den Rücken geschossen. Der ganze Rücken und alles hat gezogen. Okay. Wie um nicht nur, also ein Ziehen, wie wenn die alles überdehnt. Ja. Das hat nach vorn ausgestrahlt. Ja. Ja. Das hat in die Arme gestrahlt, das hat in den Hals ausgestrahlt. Schlecht war man und das ist dann gewandert runter ins Becken. Okay. Darunter, ja, und zuerst habe ich mir noch gedacht, ja, vielleicht ist das ein Herzproblem oder so. Mhm. Aber das ist kein Herzproblem und jetzt ist das eigentlich weg. Aber Nerven ist auch nicht, gell? Nein, die Nervensachen, die ich habe, die kenne ich. Und jetzt habe ich halt, jetzt fühle ich mich so, als hätte ich eine schwere Panikattacke gehabt. Ja, und dann bin ich halt so komplett. Ja. Jetzt ist man halt noch wesentlich. Streck mal die Hand aus. Streck mal die Hand aus. Mir geht es so nicht schlecht. So geht es, also halt mal die Hand so. Das habe ich absichtlich gemacht jetzt. So okay, ja, passt. Ja, nein, das ist eh alles soweit. Mhm. Ich will mir nur, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich da raufgekommen bin. Ich habe die aufgetragen. Ja, Blackout. Richtig Blackout, also wie ferngesteuert. Ja, Aber
Hast du das Gefühl gehabt, dass irgendjemand da war oder einfach? Nein, das Erste, was war, ist, dass ich einen Verfolgungswahn gekriegt habe. Da oben. Ja. Ja, dann hat es hinter uns gescheitert, dann haben wir noch weiter untersucht, habe ich gesagt, na eigentlich möchte ich jetzt da raus. Ja, du Ja. fühlst dich unwohl unten. Und dann sind wir noch bei dem Schädel gestanden Ja. und irgendwas ist noch gekommen, das weiß ich, irgendwas mit von hinten oder so. Ja, Also irgendwas, ich habe dann noch gefragt, ob du von hinten erschossen worden bist. Ja, genau, hast du gefragt. Und dann hast du Kreuz Ja, und dann weiß ich nur mehr, dass ich mit ihr da reingestolpert bin und gesagt, ich rufe die Rettung. Ja. Aha. Aber sonst. Und jetzt innerlich, also mir tut es total. Ja. Es könnte alles sein, als wenn wirklich da einer erschossen worden ist. Ne? Das ist keine Panikattacke oder sowas Ja. gewesen. Ich kenne meine Panikattacken. Ja, da kriege ich die Panik und da bin ich aktiv und die Sinne sind geschärft und außerdem Ja. komme ich damit zurecht. Ja, dann geht einmal das Herz auf 160, 170. Ja, ich kenne Der das auch. kalte Schweiß kommt, ja, und in dem Moment, wo das losgeht, ja, das Schlimmste ist, man versucht es abzuwehren, dann kommt es erst recht. Wenn man es über sich ergehen lässt, dann ist es sehr schnell wieder vorbei. Das ist nichts, wo man dran hängen bleiben muss. Man ist halt nachher geschlaucht, wenn es länger so als 5 Minuten dauert. Also das ist ja nicht der Fall bei mir mehr. Ich habe das ja mal mitbekommen. Das heißt, immer wieder, ja, das war früher ganz schlimm, aber mit jedem Jahr wird das weniger, aber ich bin eigentlich. Ich habe das in der letzten Wohnung ja nochmal mitgekriegt. Ne? Ja, das war schlimm. Aber Ja. ich kann das Schuchsagen geben. Aber da bin ich ja in die Hysterie reingefallen. Läuft die Kamera noch? Ja. Schalt's ab. Was du fühlst, weiter. Ich habe mein Mikrofon ausgeschaltet. Bis heute habe ich keine Ahnung, was genau eigentlich passiert ist. Aber es hat sicher fast 2 Wochen gedauert, bis ich wieder halbwegs in Ordnung war. Aber es ist noch immer nicht ganz dasselbe, wie es vorher war, das muss ich auch sagen. Und ja, ich habe geraucht in der Pause. Dieses Haus wird immer wieder für Feste genutzt, wo auch geraucht wird und es stehen ca. 50 Aschenbecher herum. Normalerweise gehen wir natürlich dennoch vor die Tür, aber ich war geistig derart umnachtet, dass mir das in dem Moment alles gar nicht bewusst war und gar nicht aufgefallen ist. Genauso wenig, dass der Alex die Kamera noch laufen hat lassen. Ja, es war schon ein für mich sehr erschütterndes Erlebnis, das Ganze. Ja, es hat momentan noch keiner gewusst, was überhaupt los ist und wir wollten die Untersuchung auch eigentlich abbrechen. Dass du gesagt hast, dass wir noch weitermachen, das hat irgendwie jeden gewundert von uns. Ja, es ist auch in dem Haus mittlerweile schon so saukalt geworden, dass es kaum mehr zum Aushalten war. Und dank deiner Sturheit durften wir uns noch länger der Kälte aussetzen und starteten noch die Portalsitzung. Bumm. Jetzt hat es dich übergerissen, der Trottel. Hm? Bist du noch mal. Was sagst du? So, die Jacken hat jetzt geraschelt, oder? Also, Nein, gut Nein? gemacht. okay, Ist schön. das ist bitterkalt. Der Jacken ist ja Bitter, ja. offen. Ja, bitterkalt. Ja, das ist. Weil es so heiß ist, darum habe ich es offen lassen. Selbstverständlich, im Sommer ist er heiß. Das war schon. Wir haben hier noch ein zusätzliches Gerät. Ich glaube, das kennst du noch aus dem ersten Stock. Spieluhr. Kannst du gerne auch berühren. Kurze Unterbrechung, dein Mikrofon knarzt. Bitte? Dein Mikrofon knarzt. Das Portal kennt ihr ja schon. Und obwohl mir eigentlich nicht so danach ist, wollen wir doch noch mal kurz reinhören. Könnt zusätzlich, ich bin ein bisschen verwirrt, noch immer. Ein bisschen. Ja. Die Spieluhr berühren. Könnt ihr euch der Spieluhr nähern? Und auch das K2-Meter liegt da. Wenn du das berührst, dann leuchten die Lämpchen auf. Ich hab's auch gemacht. Und die Finger hat auch eines.
heute öfter den Eindruck gehabt, dass Präsenzen da sind, dass andere, vielleicht Kinder da sind, wie wir es auch schon beim letzten Mal bemerkt haben. Wollt ihr uns etwas mitteilen? Wir sind nur mehr kurz hier. Das ist die letzte Möglichkeit, dass ihr euch uns mitteilen könnt. Ich habe da vorher jetzt Hilf uns gehört. Das kam bei uns auch Ja. ganz am Anfang. Ich habe noch gefragt, wer kann helfen. Ja, genau, ja. Wer kann euch helfen? Entweder das mit Befreien oder Freund. Was braucht ihr für eine Hilfe? Sitzt ihr hier fest? Können wir euch irgendwie helfen? Kannst du bitte wieder ein Taschentuch? Mir geht's gar nicht gut seit dem Keller. Wer hat den Alex da unten so stark beeinflusst? Wer war das? Du? Es klingt wie wenn eine Uhr sehr laut tickt irgendwo, gell? Wie eine laute Uhr, die tickt. Ich höre das auch. Das sind vielleicht Tropfen, es schmilzt das Wasser draußen. Das tropft runter aufs Dach vielleicht, Vordach. Ihr müsst uns mitteilen. Nein, da draußen ist es nicht. Na? Vielleicht darin? Mann, Nix. Teilt uns mit, wie wir euch helfen können. nein, es ist nicht da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch höre. Doch. Da war gerade Teufel. Was war? Teufel. Was war denn da unten im Keller? Oh ja, da tickt eine Uhr. Da ist irgendwo eine Wanduhr.
auffällt, gerade da in der Kühnburg läuft immer sehr viel Retour. Das haben wir sonst nicht. In den letzten Episoden habe ich überhaupt nichts Retour abspielen müssen. Im Portal und so. Da läuft immer sehr viel Retour. Ja. Mhm. Der 2 Meter war gerade leicht. Könnt ihr die Spieluhr bitte auch einmal berühren? Was wieder? Das kannst du mit ganz leicht. Beim ersten Mal, wie wir da waren, haben wir Kinderlachen gehört Das war meins. und Kinder spielen. Beim zweiten Mal habt ihr uns eine Geschichte erzählt. Und zwar Wieder, gell? genau eine Erzählung, Ja. dass jemand erschossen wurde und dass eigentlich hier eine sehr düstere Vergangenheit stattgefunden hat. Das erste Mal hat auch der Architekt von dem Haus Ja. sich scheinbar gemeldet über das Portal und gesagt, dass wir das Haus verlassen sollen. Ja, vielleicht ist er jetzt auch gerade da. Herr Seidel, sind Sie da? Erzählt uns, wie ihr euren Tod. Das ist blöd, der Ausdruck, wie ihr euren Tod erlebt habt, wie ihr euren Tod wahrgenommen habt. Wie es im Körper zu Ende ging. Was war denn da? Alex, Ja? kannst du mir kurz schauen, wie der Bitte? Akkustand bei deinem Mikrofon ist? Denn es ist nämlich gerade ausgefallen kurz. Jetzt geht's wieder, aber es ist gerade kurzzeitig ausgefallen. Die Technik versagt komplett heute, gell? Wahnsinn. Ja, oft, gell? Aber das haben wir bei den letzten Untersuchungen irgendwie fast permanent. Das kannst du nicht. Ausgeschlagen? Ja. Also eigentlich funktionieren die Sachen ganz gut, Corino. Ja, Aber es ist halt die Kamerasachen, aber so das andere Equipment, das streikt total. Ich weiß schon nicht mehr, was ich machen soll. Das ist jetzt besser, ich hab's rausgehängt. Mal. gleich wie vorhin. Fällt aus, oder was? Nein, es ist da. Es ist vorhin nur einmal kurz ausgefallen und danach war es wieder da. Aber es ist auch komisch, weil die K2-Meter haben beim Raufgehen ganz ausgeschlagen bis zum Ende. Und es ist wie wenn irgendwo ganz ein gewaltiges Feld irgendwo reinfährt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, haben wir einen K2 Meter mitgehabt im Keller? Nein, Okay. Was habe ich denn mitgehabt? die Nekrophonik. Stimmt, ja. Also was ist passiert, wie ihr euren Körper verlassen habt? Was kam da als nächstes? Man hört ja immer,
dass Verwandte kommen, um einen abzuholen. Stimmt das? Wohin geht man dann? Sieht man seinen eigenen Körper dann dort liegen? Vergiftet. Vergiftet war doch schon mal da oben, ne? Ja. Im ersten Stock, im Doppelzimmer. Und am Dachboden oben haben sie mir auch schon gepostet. So kalt. Gift? Was war das jetzt? Wie können wir euch helfen? Erzählt, ja. Ist jemand von euch in den Rücken geschossen worden? Die Frage war leicht Ausschlag beim K2. Ja. Warte, vielleicht, ich gebe ein bisschen spezifischer drauf ein. Bist du im oberen Teil vom Rücken, ist dir im oberen Teil vom Rücken hineingeschossen worden? Leicht Ausschlag. Ja, leicht Ausschlag. Ja. Gegenfrage. Bist du in den unteren Teil vom Rücken geschossen worden? Hat die Kugel dein Herz erwischt? Wieder leicht Ausschlag. Kann das sein? Aber das ist sieht bei der man Box. nicht. Das ist ein bisschen weg, ja. Hat der Alex im Keller deinen Schmerz gespürt? Nix. Sind Dämonen hier erinnern? Ich höre sie. Gibt es sowas wie den Himmel? Und wenn ja, warum könnt ihr als Kinder dort nicht hin? Kinder sind doch unschuldig. Da war gerade der Name Josef. Ich glaube nicht dran, dass ihr Kinder sind. Kalt, kälter, Kühnburg. Kühlschrankburg. Ja. Ja, im Laufe des Abends wurde es immer schlimmer, aber nur im Haus. Wir gingen immer wieder ins Freie, wo auch übrigens Schnee gelegen ist, um uns aufzuwärmen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja, draußen war es sicher 10 Grad wärmer als im Haus. Mhm.
Ja, formlose Zeichen kommen, war eine der Aussagen. Oder die kommen, räch uns. Das klingt Ja, ist schon Ja, sehr abweisend. Ja. nach einer äußerst üblen Geschichte. Mhm. Dann kann man noch Aussagen wie nimm deine Rotte, was so viel bedeutet wie verschwindet. Und wir liegen unter dem letzten Baum. Ja, diese Aussagen passen wieder ins Bild des Hauses. Das waren auch sehr erschreckende Aussagen. Ja. Und tatsächlich gibt es auch ein paar Gräber im Areal. Ja. Dann sind auch noch einige Beschimpfungen gekommen, wie zum Beispiel Säue seid ihr und Schweine alle. Und dann als Draufgabe nochmal Schweine. Bezüglich des Dicken seiner Uhr kam dann ja, such sie doch. Dann kam Teufel in das Feuer, Dämonen, sie haben Augen, bleib in deinem Haus. Er vergibt, Beelzebub, das Kreuz oder die Unartigen, rücksichtsloser abgestochen, auch sehr freundlich, Ja. vergiftet, Gift in diesem Loch, steh auf jetzt, Jürgen, vor der Tür war sie, vielleicht war damit die Poltertune gemeint, das wäre eine Kann Möglichkeit. sein, ja. Und dann haben wir natürlich Technikprobleme am laufenden Band gehabt. Und wir waren alle schon ziemlich fertig und natürlich auch durch diese schwierige und weil so kalt war, wie du zuerst auch erwähnt hast, waren wir schon durchgefroren und ich persönlich war ziemlich unkonzentriert. Die Ja, ich Stimmung auch. war gedrückt, ja. Und nachdem, was dann Alex auch passiert ist, haben wir sowieso auch das Gefühl gehabt, dass wir überhaupt nicht willkommen sind. Wir wollten dann halt aufbrechen. Nicht? Aber da es der letzte Besuch war, wollten wir dann doch noch ein wenig durchhalten und haben mit dem Portal noch weitergemacht. Genau. Weil Kinder sind doch vor Gott unschuldig, oder? Wenn man nach dem christlichen Glauben geht, müssten die Kinder getauft werden, sonst Genau. wären sie schuldig der Geburt. Wurde der nicht getauft? Gibt es den Teufel? Oh ja. Oh ja, war gut. Hab ich auch verstanden. Alex, alles okay? Sicher? Ihr lasst den Alex in Ruhe. Ihr lasst auch den Jürgen in Ruhe. Oh Gott, ich hab grad Jürgen nicht verstanden. Sind überhaupt noch Kinder da? Ich habe zuerst habe ich mich verfolgt gefühlt komplett und dann ist mir einfach nicht mehr recht gut gegangen. Kann mich zwar nicht so genau jetzt erinnern, aber ich Kannst bis du jetzt mit noch. Das untere auch. Ja. Wenn ihr Hilfe braucht, ja, dann könnt ihr es jetzt noch sagen. Ja, wenn es nur darum geht, um irgendwem die Energie zu ziehen, dann
Können wir auch gehen, oder? Ja. Sollen wir gehen? Sie wandern die Magnetfelder oder so und dann schlagt es auf und dann ist es wieder weg. Es kommt sehr viel Retour da in dein Haus. Und das ist jedes Mal anders, gell? So was wie heute haben wir auch nicht. Oder sowas wie heute haben wir noch gar nicht gehabt. Das war ja wild. Ich mag da nicht mehr. Das dunkle Haus, wie ich gerade gehört. Da haben wir unseren Titel. Ich bin deswegen so ruhig, weil ich gern mehr hören möchte. Ich auch, ja. Ja, ohne Schau. einfach mal zuhören. Ja. Weil wir haben genug gefragt in dem Haus, wir haben genug Antworten bekommen. Ja. Aber schon wieder Retour. Ja. Dass wir so stilles Mäuschen spielen. Ist jemand bei mir in der Nähe? Sollte man sich nicht Schaut schon wieder aus. Ich habe nämlich das Gefühl, es sind mehr Männer da, als überhaupt Kinder da sind. Am Dachboden habe ich mich beobachtet gefühlt, da hat die Corinne noch gesagt, da hat sie sich letztes Mal beobachtet gefühlt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Männer sind. Und jedes Mal, wenn ich mir denke, das sind Männer, schlägt es aus. Deswegen habe ich es jetzt mal ausgesprochen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da Männer sind. Bestätigt ist jetzt gekommen. Ne? So jetzt gehört. Warum seid ihr noch hier? Habt ihr einen Fehler begangen, den ihr jetzt bereut? Seid ihr freiwillig noch hier? Ich gehe mal ein bisschen auf Distanz und schaue, ob ich da mehr höre. Dem kriege ich schon wieder Kreuzweh. Macht ihr bitte noch ein bisschen weiter? Sind Männer jetzt anwesend? Jetzt sind wir 5. Ich habe mich vertan. Schau. Stimmt, das untere Stockwerk. Wieso könnt ihr nicht weg? Haben wir richtig verstanden? Ihr seid 5? Seid ihr noch zu 5 hier? Was habt ihr getan, dass ihr noch hier bleiben müsst? Oder wollt? Jürgen. Fleisch. Ja. Wollt ihr überhaupt weg? Wollt ihr hier bleiben? Möchtet ihr wiederkommen? Sollen wir euch in Ruhe lassen? Vergebt uns. Wenn ihr uns noch was sagen wollt, ist das jetzt eure Möglichkeit, uns was zu sagen.
Können wir euch irgendwie helfen? Oder wollt ihr gar keine Hilfe? Ihr wollt gar keine Hilfe? Ist jemand bei mir in der Nähe, weil das Katzenmeter immer wieder ausschlägt? Mich irritiert das, wenn das kommt. Ja, während dem Reden. Ja. Er redet rein. Gestorben. Gestorben, Ja, eindeutig. Wie bist du gestorben? Nicht geglaubt? Ist wieder kälter, noch kälter geworden. Es Ja. ist extrem kalt mittlerweile, Ja. wirklich. Möchtet ihr uns jetzt noch etwas sagen? Trauriges Ende. Aber jetzt Habe ich auch verstanden, Ja. ja. Es ist echt schon grenzwertig. Ja. Ja, erstens ist es kalt. Ja. Zweitens, ich kann mich nicht richtig erfahren von dem, was im Keller war. Die Pause hilft mir auch nicht. Ja. Keine Ahnung, was die Auswertung bringt. Dieses Mal. Ich glaube, wir sind bei dem Haus einmal zu einem Abschluss gekommen. Und schauen wir mal, was eben, wie gesagt, die Auswertung noch bringt. Ganz eigenartige Stimmung heute. Das war noch nie so war Es es noch nicht. ist, es ist komisch. Ja. Mein Kopf wird sich auch verstärkt wieder. Abweisend, gell? Abweisend dieses Richtiggehen. Abweisend. es, Ja. es ist alles auf gut österreichisch Schleichzeug. Ja. Ja. Aber wir sehen bei der Auswertung, es ist ja teilweise Ignoranz und teilweise so wegstoßen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil ich habe noch nie solche Zustände gehabt. Ja. Ich habe noch nie solche Zustände gehabt. Ja. Du schepperst ja auch schon. Ja. Ja. Gut. Ja. Ich würde sagen, dann bedanken wir uns trotzdem. Ja. Also natürlich bedanken wir Ich nicht. uns. Ich bin Ein paar sauer. Rückmeldungen hat Ich sich muss gegeben. ehrlich sagen, nein, ich bin richtig sauer. Ja, also Kann ich ich verstehen. kenne meine Zustände, meinen Körper. Und ja, doch, ich bedanke mich trotzdem. Und wir suchen ja auch die Erfahrung. Ja, muss mal schauen. Es ist kalt. Teufelsgräuel war das. Ich habe auch Freude verstanden. Okay, Ja. Ja. das ist Genau das kalt Gleiche. verstanden. Wird aber auch passen. Das heißt, weißt du, nach so einer Sache wieder zum Arzt, wieder untersuchen. Ja, kompletter Check, Blutabnahme und so weiter, weil sonst weiß man nicht, was los ist. Das ist das, was ich weniger Bock habe jetzt. Scheinbar wollt ihr doch keine Hilfe. Wenn wir doch was hören sollten, später auf den Tonbändern, ja, dann werden wir auch dementsprechend reagieren. Ihr bleibt bitte alle hier. Ja. Hier versammelt.
Schluss. Ja. Okay. Abschalten. Nachdem beim Arzt nichts herauskam, denke ich, dass ich dort einen gewaltigen Schuss vor den Bug bekommen habe. Jeder Mensch kennt das Gefühl, wenn er wo nicht mehr willkommen ist, und dieses Gefühl hatten wir bei jedem Besuch in dem Haus immer mehr. Teilweise habe ich mich von dieser Untersuchung noch immer nicht erholt. Dafür wird mir immer mehr klar, dass die Reise mit PSI für mich eventuell doch langsam zu Ende geht. Nach den ganzen Ermittlungen konnte ich immer Zusammenhänge zwischen den Untersuchungstagen und gesundheitlichen Problemen feststellen, und ich kann das einfach nicht mehr ignorieren. Ja, aber keine Sorge, es bleibt auf jeden Fall bei den geplanten 10 Episoden, nur danach muss ich echt einmal schauen. Ja. Was anderes machen, einen Ich muss Ausgleich. auch, ja. Also es ist auch verständlich, also wir haben da wirklich extrem viel Energie reingesteckt im ganzen letzten Jahr, und bei den ganzen Rahmenbedingungen, wie wir es momentan haben, ein Wahnsinn. Wir möchten, dass es dir gut geht, und ja, werden wir sehen, wie es kommt. Ne? Es war auf jeden Fall auch dort bei dem Haus wirklich ausladend. Es war extrem kalt, was ja auch schon erwähnt worden ist. Und wie man anhand der Auswertung sieht, ist die Hauptantwort, dass wir auch endlich aufhören und dem Haus den Rücken kehren sollen. Es waren aber auf jeden Fall sehr tolle Erfahrungen, die wir unseren Besuchen dort machen durften. Naja, die meisten, wenn man jetzt die Sache im Keller mal außer Acht lässt. I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all,
things never turn out right. Now I see I might be to blame. That's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache. That's why I fear my heart won't take.